Mein heutiger Gast, Emre Can. Grüß dich, Emre. Hallo. Du hast in vielen Ländern gelebt und wahrscheinlich weißt du auch eine richtig gute Tasse Kaffee zu schätzen. Bevor wir darüber quatschen, erstmal ein Käffchen. Was darf ich dir denn machen heute? Einen Kaffee bitte. Kaffee? Ja, sehr gut. Ich mag das, wenn die Jungs mich nicht überfordern. Schön einfach, ne, für dich. Ja, trinke ich aber auch am liebsten einfach stinknormalen Kaffee, vielleicht auch mal einen Espresso. Ja. Aber wir wollen uns ja ein bisschen unterhalten. Das stimmt. Da muss es ja. Bist du auch ein Kaffeetrinker? Ich bin auch ein Kaffeetrinker tatsächlich. Ja. Aber auch, es wird immer mehr, habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt. Früher nicht so, aber so jetzt. Umso älter man wird, umso mehr trinkt man Kaffee, ne? Ich glaube. Das Gefühl habe ich auch. Jetzt, du hast in einigen Ländern gelebt, das weiß man ja. Und triffst dich bestimmt auch gerne einfach mit Leuten mal zum Kaffee trinken. Runterkommen, relaxen, weg vom Fußball, übers Leben sprechen oder so. Ist das ganz wichtig für dich, dass du auch mal den Fußball ausschalten kannst? Und so was Ja, anderes sehr machen? wichtig. Also ich bin schon ein Mensch, der gerne mal irgendwie in die Stadt fährt und dann irgendwo sich hinsetzt und einen Kaffee trinkt. Und das fehlt mir auch momentan ein bisschen, ehrlich gesagt. Das ist klar, Ja. wegen der Fehlt uns. Corona, das fehlt uns allen, glaube ich. Und ich hoffe, dass es schnell wieder wird und dass wir wieder Kaffee trinken können. Wir Dankeschön. können heute auf jeden Vielen Fall Dank. trinken. Ich mache mir jetzt auch noch schnell eine Tasse und dann gehen wir rüber Alles und quatschen. Emre, du hast in England, in Italien und natürlich in Deutschland gelebt. Wie kamst du mit dem englischen Essen klar? War das am Anfang merkwürdig? Ist es überhaupt so schlecht, wie viele meinen? Oder ist es gar nicht so schlimm? Also wie war das für dich? Ja, am Anfang, als ich da ankam, haben die auf einmal zum Frühstück irgendwie Bacon mit Ketchup und keine Ahnung. Das Und so erste Bohnen Jahr, als ich oder ja so. Bohnen, genau, Ja. haben die gegessen. Und für mich war es ein bisschen komisch, aber ich komme ja auch aus der Türkei und ich bin ja auch ein bisschen so aufgewachsen, weißt du. Für uns bei den Türken ist ja auch so, zum Frühstück zum Beispiel gibt es was Warmes und keine Ahnung was und sozusagen Salami und Sucuk nennt sich das und das ist so eine Wurst und gibt es ja auch, das ist ein bisschen ähnlich, deswegen war es jetzt für mich kein Schock, aber dann nach dem ersten Jahr hat sich das auch ein bisschen entwickelt da in England und dann wurde es auch normal, ja. Es ist ja nicht leicht in ein neues Land, neue Kultur und sowas. Jetzt hast du schon ein paar Mal gemacht. Was hat dir denn immer geholfen, dich schnell einzuleben? Bist du einfach raus und hast dich reingestürzt, wie gesagt, Kaffee trinken, einfach Leute kennenlernen oder die Kultur kennenlernen? Oder was war es insbesondere, wo du gesagt hast, das hat mir eigentlich immer geholfen, mit Mannschaftskollegen, die dir alles gezeigt haben? Ja, ich war einfach offen für neue Dinge. Als ich nach England gegangen bin, damals war mein Englisch noch nicht gut und in Liverpool, da reden die kein Englisch normalerweise, Ja. das ist was ganz anderes, keine Ahnung was, Scouse. Scouse, ja genau. Ja, das ist aber eine andere Sprache, aber ich habe es irgendwie trotzdem geschafft, mich irgendwie da reinzuleben, weil ich einfach gesagt habe, es ist so, ich bin jetzt in England und ich muss irgendwie offen für eine neue Kultur sein, für die neue Sprache und ja, ich habe schnell gelernt und deswegen, wie ich auch eben gesagt habe, es war eine wunderschöne Zeit. Ja. Was konntest du denn aus den Ländern mitnehmen? Haben wir ja gesagt, also diese Leichtigkeit des Italieners oder ich sag jetzt mal, dieses Adrett-Akkurate eines Engländers, so in eine Schlange stellen und auch bloß nicht vorbeidrängeln und so. Also konntest du da irgendwie sowas mitnehmen aus dieser Zeit? Ja, aus England halt, man sagt ja irgendwie, man denkt ja immer, die Engländer sind irgendwie so ein bisschen so ähnlich wie wir Deutschen, ne? Immer zurückhaltend, keine Ahnung, aber das sind die gar nicht. Ich habe eins gelernt, die Engländer sind extrem offen. Die kommen, in Liverpool war es so, die hauen dir auf die Schulter, sagen, hey mate, what's up, oder keine Ahnung. Und die sind extrem offen und das hat mir sehr, sehr gefallen. In Italien, ja, es ist einfach so, die Leute genießen das Leben. Ne? Klar, es hat auch was bisschen mit dem Wetter zu tun, es ist halt oft die Sonne da, aber die genießen das Leben, die trinken sehr, sehr gerne einen Kaffee, die ziehen sich gut an. Und Sind auch viel draußen, oder? die sehr viel draußen, im Sommer vor allem. Sitzen alle im Café und sind gut angezogen und genießen das Leben. Sehr schön. Wir geben mal ein bisschen Gas. Du darfst nicht lang nachdenken, sondern musst einfach schnell antworten. In Ordnung? Mhm. Die Lieblingserinnerung aus deiner Jugend in Frankfurt. Woran denkst du am liebsten zurück? Ja, als wir auf den Straßen gekickt haben. Sehr gut. Gibt es wenige Straßenkicker noch heutzutage. Die wichtigste Charaktereigenschaft auf dem Fußballplatz ist? Mentalität. Okay. Ah, dieses große Wort immer. Da muss man immer so viel drüber sprechen. Ein Lieblingsgericht deiner Mutter, das du heute noch jederzeit essen könntest? Alles. Boah, da gibt es kein Gericht.
Kein Gericht, alles, was die Mama kocht, ging immer? Ging immer. Also ich war so einer, da ging immer, ehrlich. Da kann ich jetzt keins rausnehmen. Ja, das lassen wir gelten auf jeden Fall. Du bist ein sehr modischer Mensch, aber was war im Rückblick dein größter modischer Fehler? Vielleicht eine Frisur, vielleicht Klamotte, also gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das hätte ich vielleicht, würde ich heute nicht machen? Ich hatte so ein, damals war es in, aber nee, ich weiß ganz genau, wie nennt sich das, diese viereckigen Dings, die man immer zu Schulzeiten... Ach so, Ranzen, genau, Ranzen, vom Winnie Pooh. In welcher Klasse war das? Das war echt noch bis zur 4. und das ging, also bis zur 4. war es schon lang, ne? Das zu haben. Schon, und klar, ab der 4. habe ich mich schon ab und zu ein bisschen geschämt, aber so war's. war's. Du dir da was anhören auch vielleicht? Klar, oft, sehr oft. Sehr oft. Vielleicht warst du ja schon groß genug damals, um dann... Ja, schon, aber ich habe mich schon damals geschämt, aber... Sehr gut. Eine letzte Frage. Nach den ganzen Stationen, die du hattest, was würdest du sagen, wo ist dein Zuhause? Deutschland. Deutschland. Hier fühle ich mich wohl, hier lebt meine Familie, hier leben meine Freunde und deswegen würde ich definitiv sagen, Deutschland ist mein Zuhause. Sehr gut. Emre, ich danke dir für die Zeit. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du auch bald wieder in die Stadt kannst und Kaffee trinken. Ansonsten das hoffe ich für uns alle. Genau, sehr gut.